Mein Name ist Christian Kowarowitz. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin SPÖ und Soho Wien-Mitglied und arbeite als Parlamentsmitarbeiter im Bereich Social Media und Kommunikation für den SPÖ-Nationalratsabgeordneten Mario Lindner. Dieser ist auch gleichzeitig Bundesvorsitzender der Soho Österreich und seit circa 12 Jahren setze ich mich zuerst privat, dann auch beruflich aktivistisch für die verschiedensten Themen ein, vor allem LGBTIQ-Plus-Themen, außenpolitische Themen, Migrationsthemen und Menschenrechte. Zur Organisation selbst vorab. Die Soho Österreich ist die Vertretung der LGBTIQ-Plus-Community innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Und wir vertreten schwule, lesbische, trans, intergeschlechtliche und queere Forderungen und Anliegen innerhalb der Partei sowie außerhalb. Die ganze Organisation wurde 1994 gegründet und 1999 wurden wir dann offiziell innerhalb der SPÖ-Organisation aufgenommen. Und weiters, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, ist, dass die Soho Österreich die einzige LGBTIQ-Plus-Organisation einer Partei ist, die in allen 9 Bundesländern vertreten ist und auf Bundesebene vertreten ist und mittlerweile auch schon in Gemeinden und Bezirken vertreten ist. Also wir gründen immer mehr Unterorganisationen, um einfach auch den ländlicheren Raum stärker mit einzubeziehen. Und in dem ganzen Prozess versuchen wir halt eben auch immer Diskussionsprozesse innerhalb und außerhalb der Partei eben zu den Themen LGBTIQ Plus anzusprechen und anzustoßen. Und für die Außenwelt sind wir AnsprechpartnerInnen für NGOs, für verschiedene Aktivisten, Aktivistinnen, um so eben gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und auch der Partei eben gegen alle Formen der Diskriminierung und Benachteiligung im Privatleben, im Beruf, aber auch in der Gesellschaft eben einzustehen oder gegen anzukämpfen. Ja, weil einfach in der heutigen Gesellschaft ist es mittlerweile enorm wichtig, emotionale Bildungsarbeit, vor allem eben im LGBTIQ-Plus-Bereich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen durchzuführen, vor allem eben was geschlechterspezifische Stereotype anbelangt. Viel zu lange wurden eben Buben und junge Männer darauf trainiert, dass sie eben die, unter Anführungszeichen, die harten, die emotionslosen zu sein haben, während es eben Mädchen erlaubt und bei denen auch völlig normal ist, dass sie über Gefühle, Ängste, Sorgen sprechen dürfen. Geschlechterstereotype bedienen eben alte Rollenklischees, welche in einer aufgeklärten und emanzipierten Gesellschaft nichts mehr verloren haben. Und der ganze Begriff Männlichkeit wird in diesem Kontext eben immer noch mit Attributen wie schon erwähnt, eben wie Kälte, Widerstandsfähigkeit, Aggression, aber auch eben Führung verbunden, was wiederum dann zu einer Abwertung des weiblichen Geschlechtes führt, vor allem eben in Bezug auf die Gleichstellung der Frau und auch von Transfrauen, ist es eben wichtig, dass wir den jungen Leuten eben auch begreiflich machen, dass zum Beispiel eben nichts Unmännliches daran ist, dass man Care-Arbeit macht oder dass man den oft verhassten Haushalt, kann man jetzt sagen, erledigt oder ganz banal jetzt lackierte Fingernägel hat. Also da fängt es eben schon an. Und eben diese neue Männlichkeit, beziehungsweise eben diese emotionale Intelligenz und Bildung, das definiert den Mann eben nicht mehr über die ihm von konservativen, traditionellen Werten zugeschriebenen Attribute eines, ja, man kann sagen, Jägers, sondern eben darauf hingehend, wie er eben mit Emotionen umgeht, wie er sich für eine gerechte Geschlechterwelt einsetzt und eben dann nicht mehr auf diese traditionelle und konservative Rollenverteilung setzt. Zeitgleich muss aber auch erwähnt werden, dass Jugendarbeit in dem Bereich auch Präventionsarbeit und Gewaltschutz gegen Frauen und für die LGBTIQ-Community ist, weil eben, wenn wir eben in dem Bereich arbeiten, sensibilisieren wir junge Männer und junge Erwachsene und auch das Verständnis gegenüber wird erhöht eben und Ausgrenzung, Diskriminierung, Gewalt und aufgrund vom Anderssein oder eben vom Frausein können wir dadurch verringern. Wir bieten laufend Workshops und Fortbildungen für unsere MitgliederInnen an,
dass eben innerhalb unserer Partei, aber eben auch außerhalb unserer Partei, wenn eben Organisationen, NGOs auf uns zukommen, versuchen wir uns zu vernetzen und eben gemeinsam eben auch Bildungsprogramme anzubieten zu den verschiedensten Themen. Wir sind im engen Austausch mit Männer- und Bubenberatungen im ganzen Land, um hier auch eben immer wieder Hilfestellungen und Informationen zu liefern und zu leisten. Zeitgleich unterstützen wir aber auch mehrere politische Forderungen, auch über Parteigrenzen hinweg, einfach auch, dass wir überparteilich eben auch einen Schulterschluss haben, um eben auch qualitative Sexualpädagogik in Schulen anzubieten, welche dann von externen Vereinen durchgeführt werden soll, um einfach eben schon im jungen Erwachsenenalter anzusetzen, weil unser Motto ist ein bisschen toxische Männlichkeit ist out, Bildung ist in. Also bei uns gibt es einen Grundsatzerlass, daran arbeiten wir gerade zur Sexualpädagogik und dementsprechend auch Bildung eben über neue Männlichkeit und das Aufbrechen der gendertypischen Rollenklischees und die Forderung und Förderung einfach von emotionaler Intelligenz bei jungen Erwachsenen. Und da spießt sich zurzeit noch ein bisschen an der Qualitätssicherung und auch an der Auswahl der Vereine, die an den Schulen dann eben arbeiten sollen mit den jungen Erwachsenen und Kindern. Wir sind aber dadurch auch immer im stetigen Austausch mit allen verantwortlichen Personen, um hier möglichst schnell eben einen Schulterschluss zu finden, um dieses wichtige Projekt endlich auch ausrollen zu können. Weil halt, warum es sich ein bisschen spießt, ist, dass wir eben finden, dass schulpflichtige Personen, dass die vor allem eine Atmosphäre verdienen, in der sie geschützt Fragen stellen können, ohne dass sie dann eben Angst haben müssen, irgendetwas Falsches zu sagen. Und diese ganze Entwicklung von emotionalen Kompetenzen ist im Endeffekt ein stetiger Lernprozess und der sollte eben möglichst in einem Safe Space stattfinden, eben ohne Berührungsängste und dass man eben auch mal was Falsches sagen darf, weil eben Lernprozess und darum geht es uns eben im Endeffekt. Wie Sie ja vielleicht wissen, Politik ist immer so ein bisschen vergleichbar mit dem Bohren harter Bretter. Nicht immer funktioniert alles, manchmal geht was kaputt, aber eben wenn man nicht aufgibt und dranbleibt, stehen die Chancen meistens doch recht gut, dass es klappt. Und wir sind eben, wie gesagt, aktuell im Austausch eben mit den anderen Parteien, vor allem eben auch mit rechten und konservativen Kräften in unserem Land. Da ist eben auch immer wieder die Konsensfindung etwas schwieriger. Aber wir bleiben dran, wir lassen nicht locker und setzen uns weiterhin unermüdlich eben ein, dass wir eben demnächst qualitative sexuelle und emotionale Bildung von Jugendlichen an Schulen anbieten können. Und was auch immer ganz, ganz toll ist, ist, dass wenn mal den Stein mal ins Rollen kommt und das Thema dann in der Gesellschaft zirkuliert, wie es eben auch zurzeit tut, kann man da auch noch offener darüber diskutieren und die Zivilgesellschaft wird eben auch mit eingebunden. Was die SPÖ anbelangt oder die Soho, wir sind sehr, sehr offen, vor allem die Partei ist sehr offen für diese ganzen Thematiken, eben auch im Sinne Bruno Kreiskys, da wir eine gesellschaftspolitische, progressive Kraft sind. Eben im Gegensatz zur ÖVP oder zur FPÖ ist da eben auch immer wichtig, wenn es jetzt auch eben für Vereine, für Organisationen um dieses Thema geht, ist es gut, sich Verbündete zu suchen, einen überparteilichen Austausch zu finden, eben den Stein ins Rollen zu bringen, denn eben schon, wie auch schon erwähnt, gesellschaftspolitische Veränderungen in diesem Land oder auch in der Politik brauchen einen langen Atem. Das ist eben dieses bekannte Bohren der harten Bretter. Und daher braucht es eben für Veränderungen, für Fortschritt einfach wirklich Geduld und den Willen und auch, dass man Rückschläge immer wieder einstecken kann, weil auch wie man in den letzten paar Jahrzehnten gesehen hat, es ist immer so ein bisschen so ein Auf und Ab, aber die Tendenz auf lange Sicht betrachtet zeigt doch nach oben, nach Verbesserungen und eben auch, dass man die NGOs immer wieder einbezieht. Und ja, wenn man jetzt selbst einen Verein zum Beispiel gründet und in dem Feld arbeiten möchte,
Einfach raussuchen, verschiedene Stellen, Parteien anschreiben, AktivistInnen anschreiben und sich da eben dann vernetzen, um so eben möglichst breit aufgestellt zu sein.